Mein Name ist Johannes Saal, ich bin Religionssoziologe am Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik an der Universität Luzern. Als Religionssoziologe interessiere ich mich primär für Fundamentalismus oder fundamentalistische Bewegungen und hier spezifisch für Dschihadismus und untersuche dort, warum sich Menschen zum Dschihadismus radikalisieren, also warum sie zum Beispiel sich dem Islamischen Staat in Syrien und dem Irak anschließen. Dabei untersuchen wir einerseits soziale Netzwerke dieser Personen, weil das soziale Umfeld eine große Rolle bei der Radikalisierung spielt, und zugleich auch Predigten von salafistischen Predigern auf den sozialen Medien, weil die meistens einen entscheidenden Einfluss dafür haben, was die Leute als soziale Identität annehmen. Ich interessiere mich für das Thema Religion seit dem Beginn meines Studiums, weil ich zuvor ein Jahr in Israel ein soziales freies Jahr gemacht habe in einem jüdischen Altersheim und dort mit dem Thema Religion sehr stark konfrontiert war, aber selber aus einem nicht religiösen Elternhaus komme und dann gemerkt habe, dass ich über das Thema eigentlich wenig weiß, und das hat dann meine Neugier angeregt. Im Rahmen des Studiums habe ich mich dann eigentlich auf religiösen Fundamentalismus spezialisiert, in der Masterarbeit über palästinensische Selbstmordattentäter zum Beispiel geschrieben und in meiner Doktorarbeit mich für das Thema der sogenannten Dschihad-Reisenden interessiert, weil auch viele Leute in meinem Alter damals waren, das medial sehr stark präsent war und auch einige Personen aus dem Quartier zum Beispiel ausgereist sind, in dem ich lange in Berlin gewohnt habe. Mit meiner Forschung möchte ich zum einen einen empirischen Beitrag zu einer oftmals sehr politisierten und emotionalisierten Debatte über Radikalisierung und Islam in der Gesellschaft leisten. Darüber hinaus erhoffe ich mir natürlich auch von meiner Forschung Maßnahmen ableiten zu können, die Radikalisierung präventiv entgegnen. Gerade in Zeiten von politischer Polarisierung würde das natürlich auch die Demokratie stärken. Wenn ich nicht arbeite, dann verreise ich sehr gerne mit meiner Familie. Ich fotografiere sehr gerne mit meiner Analogkamera. Und wenn das Reisen nicht möglich ist, dann bin ich mit dem Hund viel draußen, spazieren, wandern und entspanne mich dabei.